Hallo meine Lieben, da ich momentan so selten online bin, weiß ich gerade gar nicht, was wir heute legen. Also würde ich sagen, ich nehme jetzt einfach mal ein Tarot-Deck und dann holen wir uns ein paar Kärtchen ab, ne? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr genießt euer Leben. Ganz, ganz wichtig. Das mache ich nämlich gerade. Neben dem Arbeitsalltag und sonstigen Verpflichtungen schaue ich, dass ich echt so oft wie möglich draußen bin, in der Natur, mich mit Menschen umgebe, die mir gut tun. Ich suche mir gerade so ein bisschen die Leichtigkeit im Leben. Es muss nicht immer alles schwer sein und kompliziert und prozessgeladen und so weiter und so fort. Ich war auch letztes Mal im Wald spazieren und dann habe ich so viele schöne Bilder gemacht und mir gedacht, ey, eigentlich könnte ich daraus ein Video machen und hochladen, um das ein bisschen mit euch zu teilen. Und ich habe die Fotos immer noch am Handy, weil das Zusammenschnipseln und Bearbeiten, das würde dann wieder von der Zeit was wegnehmen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann egal. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Schöner ist natürlich, wenn die Energie frisch ist, aber gut. Egal. Das Leben findet jetzt statt. Okay? Und so dürfen wir es auch leben. Also, liebes Universum. Worauf gucken wir heute? Was darf ich den lieben Zuschauern heute mitteilen? Welche Botschaft möchte übermittelt werden? Die 2 der Stäbe. Die Sonne. Ja, auf die warten wir hier schon die ganze Zeit bei all dem Regenwetter. Nee. Ich will nicht schon wieder meckern übers Wetter. Der Page der Stäbe. Kabelsalat hier. Oh, was war das? Ah, die 6 der Schwerter. Ich dachte jetzt schon im Blickwinkel, das war was anderes. Komisch. Genau darüber haben wir doch gerade gesprochen, oder? Hat sich da jetzt was umgedreht? Nope. Wollte vielleicht und hat doch nicht. Genau darüber, meine Lieben, haben wir gerade gesprochen. Der König der Münzen und unter dem Deck der Tod. Finde neue Wege. Mach dir Gedanken darum, was dich berührt, wo du hin möchtest, was dich erhält, was dir Liebe, Wärme, Geborgenheit schenkt. Das kann im Hinblick auf jeglichen Lebensbereich sein, ja, Liebe, Partnerschaft, Beruf, Berufung, Freundschaft, Familie, sämtliche oder der komplette zwischenmenschliche Bereich. Wie sehen deine inneren Welten aus? Es spielt gar keine Rolle, wo du gerade ein Thema mit hast oder mit was du gerade ein Thema hast, für welchen Lebensbereich du gerade schaust. Spür dich da bitte rein. Wir hängen gerne mal irgendwo fest, in irgendwelchen Gefilden. So, das Bild der 8 der Schwerter, ja, so ein bisschen blind, ein bisschen gefangen, aber vielleicht nicht immer in dem Bewusstsein, dass wir jederzeit einen Schritt aus dieser Situation rausgehen könnten. Manchmal hilft es auch, einen Schritt zurückzugehen, um das gesamte Bild zu betrachten, um zu erkennen, bin ich hier gerade noch am richtigen Ort, zur richtigen Zeit? Ist es das, was ich will? Ist es das, was ich brauche? Manchmal ist es nicht immer im Einklang. Ja, also gerade wenn man eine Zeit lang ziemlich unbewusst lebt, dann ist es mal so, dass meine Wünsche mit dem, was ich brauche, nicht wirklich in einer Einheit ist, nicht wirklich im Gleichgewicht ist. Deswegen reflektieren ist da ganz, ganz wichtig.
Was bringt mich weiter? Aber was bringt mich weiter, ist eher auf dem zweiten Platz. Ja, wichtiger ist, was erfüllt mich? Und es müssen nicht immer die großen Sachen sein. Wichtig hierbei ist auch, auf die kleinen Sachen zu achten, die kleinen Wunscherfüllungen. Ein ganz blödes Beispiel, ja, ein großer Traum ist zum Beispiel, ich würde gern mal dort und dorthin reisen, ist aber jetzt gerade vielleicht nicht die Kohle da. Ein kleiner Wunsch könnte hierbei sein, den ich mir erfüllen kann, höchstwahrscheinlich, ich habe jetzt richtig Lust auf eine Kugel Eis. Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich los in die beste Eisdiele, die ich finden kann und gönne mir diese Kugel Eis. Oder 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, je nach Vorlieben. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen wir uns glücklich machen können. Für den Moment. Und ja, es geht um den Moment. Das Leben ist immer im Hier und Jetzt. Natürlich dürfen wir auch planen für die Zukunft. Ja, ist ja auch ganz wichtig. Wir wollen ja auch ein langfristiges Glück, nicht nur eine kurzzeitige Befriedigung. Aber das Hier und Jetzt kann auch so viel mit nachtragen, sage ich jetzt mal. Alleine schon die Tatsache, dass wir jetzt losgegangen sind und uns diese Kugel Eis gegönnt haben, stärkt uns vielleicht dahingehend auch wieder in unserem Selbstbewusstsein, dass wir sagen, boah, das war jetzt gut für mich, ich habe mir was Gutes getan, ich fühle mich jetzt leichter, lockerer, besser. Vielleicht hat sich auch auf dem Weg zur Eisdiele das ein oder andere Problem oder die ein oder andere Blockade in unserem Kopf gelöst. Es geht darum, weiterzuziehen, Frieden zu finden, Frieden zu schließen mit der Vergangenheit. Und ja, um weiterzukommen, muss man auch mal ganz, ganz unruhige Gewässer ganz bewusst verlassen. Auch mal sagen, nee, ist nicht mein Bier jetzt. Ich will das nicht, das ist nicht mein Ding, das ist kein Me-Problem. Weg damit. Es gibt Sachen, mit denen belastet man sich unnötig. Und die haben mit uns eigentlich gar nichts zu tun. Ist jetzt geschlechterunabhängig, ja? Weil wir gucken ja auf die Allgemeinheit. Guck dir mal an, der König der Münzen, wie der hier da sitzt und chillt. Ja, mit seinem Hund nebendran. Hoppsala. In seinem Sesselchen, auf seinem Schoß, die Münze. Der ist in seinem Frieden. Der findet die Ruhe und den Frieden in diesem Moment. Er kennt seinen Wert. Er weiß, worum es geht und er weiß, was er will. Um ihn herum kann gerade alles Mögliche passieren. Es tangiert ihn nicht im geringsten. Die Dinge, die mit ihm persönlich zu tun haben, das schon, aber alles andere außenrum ist unwichtig. Ich muss dazu kurz ein Beispiel nennen. Ich war letztes Mal mit jemandem unterwegs und dann höre ich auf einmal sagen so, oh, guck mal, die haben hier, weiß ich nicht, einen neuen Vorgarten gebaut oder sich angelegt. Und ich gucke so und denke mir, ja und? Also nicht falsch verstehen, das war ein super schöner Vorgarten. Aber mir ist in dem Moment bewusst gewesen oder bewusst geworden, wie sehr ich aktuell auf mich konzentriert bin, also vor meiner eigenen Haustüre kehre, zu gucken, wie sieht es bei mir aus, wo passt was nicht, was kann ich verändern, etc. pp., um im Frieden zu sein. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute rumrennen
vielleicht auch planlos und überall gucken, was machen die anderen, wie gucken die anderen, was haben die anderen, ja. Oh, da hat jemand sein Müll wieder zu spät rausgestellt und oh je, will der nicht mal seine Terrasse aufräumen oder oh, hier muss aber mal wieder Rasen gemäht werden. Mensch, gehören die Rosen nicht zurückgeschnitten? Also ich hätte das schon längst gemacht. Das schafft so viel Unfrieden in sich selbst. Die anderen Menschen, über die man gerade redet, die tangiert es wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, das ist denen wurscht. Aber wie viel Unfrieden schafft man in sich selbst, wenn man ständig guckt, was andere tun, was andere nicht tun, was andere haben. Wollte ich nur mal kurz so erzählen, weil es eben diese Energie ist. Man kann auf andere schauen mit einem gewissen Blick, aber in erster Linie zählen immer noch wir. Einfach weitergehen. Einfach weitermachen lautet die Devise. Ja, selbst dann, wenn man meint, oh, da geht es gerade nicht weiter. Hier sind so viele stagnierte Energien oder ich bin einfach blockiert. Ich stehe vor meinen eigenen Schranken und komme nicht weiter. Genau deswegen ist es wichtig, ein bisschen weiter in die Zukunft zu planen. Einfach mal alles auseinanderreißen, was ist. Ja, ich weiß, das ist so eine typische Skorpionenergie. Tatsächlich weiß ich nicht, wie es bei anderen ausschaut. Ich tue mir enorm leicht, Dinge komplett niederzureißen und neu aufzubauen. Ja, klar, an den einen Sachen hängt man mehr, an den anderen Sachen hängt man weniger. Aber ich weiß innerlich, es ist notwendig und es ist wichtig, mal diesen Turm oder irgendeinen Turm zum Einstürzen zu bringen, um ihn dann wieder neu aufzubauen. Wie ist es bei euch? Was macht es mit euch? Seid ihr offen für Veränderungen? Wie geht es euch damit, wenn ihr etwas loslassen müsst oder etwas hinter euch lassen müsst, auch wenn ihr wisst, es hat euch nicht gut getan, es hat euch zerstört, auch in einem bestimmten Bezug. Könnt ihr dann einfach leicht weitergehen oder ist es ein Kampf? Das würde mich mal interessieren. Und natürlich gibt es einen Unterschied, ob das jetzt irgendwelche materiellen Dinge betrifft, materiellen Umstände oder jetzt irgendwelche zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, ich meine, ich glaube, wir verstehen uns. Was ja auch noch für eine Botschaft mit drin ist, man muss nicht immer alles grundlegend verändern wollen. Man kann auch mal etwas aussitzen, beziehungsweise den Frieden darin finden, etwas zu beobachten, abzuwarten, die Veränderung zu beobachten oder, ich wollte gerade sagen, sich auch nur darüber lustig machen, wie die Blockaden sich gerade selbst, gegenseitig auffressen. Ja, ist auch manchmal so. Mal darf man handeln, aktiv etwas tun und mal darf man auch einfach sich umschauen, beobachten und einfach nur da sein. Und das ist eben eher so diese Energie, die sich hier zeigt. Es geht gerade nicht darum, etwas aktiv zu tun. Die Planung reicht für den Moment. Es gibt immer so unterschiedliche Zeitqualitäten, ja, so wie jetzt zum Beispiel, verfolge deine Träume, setze einen neuen Fokus, mach dir Gedanken, plane für deine weitere Zukunft. Und dann gibt es Zeitqualitäten, wo es heißt, okay, steh auf jetzt, beweg dein Hintern. Genügend geplant, genügend nachgedacht, genügend Endlosschleifen in deinem Kopf. Steh jetzt auf und mach. Geh in die Handlung.
Und diese Zeitqualitäten, je nachdem wie sie fallen, dürfen wir immer bestmöglich nutzen, dürfen wir immer mitnehmen, um einfach besser und leichter voranzukommen. Und es ist so wichtig, seine Leidenschaft immer mit dabei zu haben. Reinzuspüren, was erfüllt mich wirklich? Wer bin ich? Was will ich machen? Bei sich selbst anzukommen, unabhängig von irgendwelchen Energien im Außen, das ist unbezahlbar. Das ist wirklich unbezahlbar. Trauere nicht um etwas oder jemanden oder Dinge, die noch nie einen Platz in deinem Leben haben sollten. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht. Ich muss mal schauen, sind das die richtigen? Ja. Ich hole dafür jetzt noch eine Seelenbotschaft ab, damit wir uns noch besser an dieser Energie laben können. Ich möchte auch gar keine Versprechungen machen irgendwie, dass ich die nächste Zeit wieder mehr Videos hochlade oder so. Weil das sind Sachen, ihr Lieben, geht raus, lebt euer Leben. Bleibt zu Hause allein in der Stille, um euch zu finden, oder geht raus, um neue Kontakte zu knüpfen, das Leben auf eine andere Art und Weise zu genießen. Macht einfach irgendetwas, was euch gut tut, was euch erfüllt, egal was es ist. Ja, nicht ganz egal, ne? Natürlich ohne sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen. Aber ich glaube, ich habe es jetzt ausgesprochen, aber ich glaube, das sollte selbstverständlich sein. So, also zum einen mal haben wir bekommen den Segen. Ich fühle mich gesegnet und geliebt. Das ist diese Energie. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Schau mal, wie der nette Herr hier lächelt. Das ist für mich gerade die Verbildlichung von Harmonie, Frieden und Glück, Freude, Zufriedenheit. Genauso. Und ja, wir sind gesegnet. Wir sehen es nur nicht immer. Oder wir erkennen das, was wir haben oder was wir sind, nicht immer als Segen an. Auch daran dürfen wir arbeiten. Unter dem Deck haben wir den Mut. Ich werde von neuem Mut und großer Kraft erfüllt. Ganz speziell jetzt für diejenigen, die in der letzten Zeit vielleicht so ein bisschen zu kämpfen hatten, innerhalb Blockaden, hinter irgendwelchen Schranken, Beschränkungen. Nichts bleibt für immer. Ja, auch nicht das Gute, Schöne, Leichte, Positive. Ja, das Leben ist eine Berg- und Talfahrt. Nach jedem Hoch, wir verstehen uns, aber dann geht es auch wieder hoch. Es gehört alles dazu. Wichtig ist nur, nichts festzuhalten, weil alles will fließen. Alles kommt und alles geht. Hab den Mut, einfach weiterzugehen. Hab den Mut, dich erfüllen zu lassen. Der Page der Stäbe, der fragt nicht, der spürt. Der spürt in sich hinein und sagt, ja, das tut mir gut oder nein, das will ich nicht.
der folgt diesem Brodeln. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.